Die Entscheidung, Montenegro vorzeitig zu verlassen, war uns denkbar schwer gefallen. Der Weg zurück war weit. Doch mit Grenzübertritt nach Kroatien waren wir zurück in der EU und entschieden uns, dann doch noch einen kleinen Zwischenstopp einzulegen. So, kleine Planänderung, Plan B. Wir sind jetzt in Kroatien und das Chaos verrät es. Wir sind auf einem Campingplatz und wir starten heute Nachmittag in die Velebit-Berge. Mal sehen, das wird wahrscheinlich jetzt wieder, wir reduzieren gerade wieder unser Gepäck mal ein bisschen, dass alles Unnötige jetzt echt nochmal aussortiert wird, weil ich glaube, das wird wieder ein Projekt. Wir werden sehen. Kroatien ist ja eigentlich eher bekannt für die schöne Küste mit kleinen Stränden. Unsere doch recht flüchtige Recherche hatte uns jedoch auf den Premutic Trail im Velebit-Gebirge geführt, der in einer Mountainbike-Zeitschrift beschrieben war. Der etwa 150 Kilometer lange Gebirgszug teilt sich auf in den Nationalpark Nördlicher Velebit und den Nationalpark Paklenica, der vor allen Dingen unter Kletterern bekannt ist. Um es kurz zusammenzufassen, einen richtigen Plan hatten wir irgendwie nicht. Klettergurt brauchen wir vielleicht. Vielleicht, meinst du, sollen wir mitnehmen? Besser ist das. Und wie viel Gas? Wie viel Wasser ist die größere Frage. Und so richtig in die Pötte kamen wir erstmal auch nicht. Ganz schön anstrengende Tour bisher. Wir waren gerade auf den Eiskaffee. Was haben wir heute geschafft bisher? Ja, wir haben unsere Sachen gepackt. Ach stimmt, die Taschen gepackt. Ja. Und wir haben noch Schnur gekauft. Und ja, das war's. Aber heute Nachmittag fahren wir noch los. Wir müssen ja auf die Hitze abwarten. In einigen Reiseführern wird ja davon abgeraten, im Hochsommer im kroatischen Hinterland Fahrrad zu fahren. Nach ungefähr 500 Meter Fahrstrecke konnte ich das ansatzweise nachvollziehen. Läuft. Immerhin schleppen wir jetzt nur noch so, also ich habe jetzt so 6,5 Liter noch Wasser am Rad. Macht die Sache jetzt nicht unbedingt angenehmer. Aber zumindest weiß man, man wird nicht dursten. Wir hatten gelesen, dass es im Velebit sehr wenig Zugang zu Trinkwasser gibt. Deswegen hatten wir zur Sicherheit mal ein bisschen mehr eingepackt. In brütender Hitze schälten wir uns immer weiter die Berge hinauf. Ich habe gerade irgendwie ein Déjà-vu, wenn ich mir so dein T-Shirt mal angucke. Ist leicht heiß. Es gibt ja nicht viele Fahrradmomente, in denen man sich gegen Wind herbeisehnt und seinen Wunsch nur wenige Minuten später absolut bereut. Gerade eben war es noch mega heiß. Wir beide mega am Schwitzen. Voll am Hochochsen hier. 20 Minuten später. Nur ist ein bisschen frisch. Es gab einen kleinen Wetterumschwung. Wie man vielleicht sieht. Der Wunsch nach Gegenwind scheint wohl so ein Wunsch zu sein, bei dem Petrus sich sagt, kein Problem. Der Wind wurde so stark, dass man kaum geradeaus fahren konnte. Die Adriaküste und insbesondere der Velebit-Kanal wird häufig heimgesucht von tückischen Fallwinden, die sogenannte Bora. Mittlerweile wissen wir, dass so eine Bora doch nochmal ein anderes Kaliber ist. Trotzdem wollten wir auf Nummer sicher gehen und steuerten eine kleine Berghütte an. Wir sind da. Das ist eigentlich unsere Berghütte hier. Semi Island. Ah, ist doch jemand da. Perfekt. Der kroatische Bergsportverband besitzt und verwaltet einige Berghütten in Kroatien. Die Mitglieder der Vereine teilen sich dabei die Wochenenden unter sich auf, sodass immer jemand da ist, falls Gäste ankommen. Unser Glück, denn wir waren die einzigen Gäste. Bist du auch froh, dass wir hier nicht zelten müssen heute? Allerdings.
Hier ist doch ganz gemütlich. Also wenn man bedenkt, dass wir vor 4 Stunden noch im Eiscafé gesessen haben, schwitzend bei 35 Grad. Bisschen wie in eine andere Jahreszeit gebeamt. Also ich habe auf jeden Fall wieder meine Winterklamotten angezogen. Nachdem zum Sturm dann auch noch der Regen kam, waren wir doch froh, ein Dach über dem Kopf zu haben. Was gibt's denn heute, Chefköchin? Keine Ahnung. Mal gucken. Ich guck mal rein. Irgendwas Rotes. Es riecht nach Zwiebeln. Und nach dem Zwiebelmenü waren wir auch froh, dass wir unser Zimmer nicht mit anderen Gästen teilen mussten. Am nächsten Morgen lachte wieder die Sonne vom Himmel. Guten Morgen. Frühstück vom Allerfeinsten heute. Auf uns wartete der Velebit Nationalpark. Auf geht's. Los geht's. My baby, just 3 weeks to go. The rain is falling wildly, but the moon is still aglow. And tomorrow there'll be sunshine, and the garden will be green. We'll lay a bed of lilies for you to dream. My baby, just 3 weeks to go. Your mother's singing softly to the music playing low. She feels you from heart to knees. The love for you is as deep as the sea. You have my word, as the earth, as the sun, as the water, as the rock. There is no question, there are none. You have my word, as the branches have the sky, as these lungs take the air. There is no question of why my word is good. My word is love. Plötzlich ein riesiger Schreck. Wahrscheinlich lag es am starken Gegenwind, dass er uns nicht hatte wittern können. Okay, wir haben gerade einen Bären gesehen. Auf dem Weg da vorne. Falls die Kamera etwas zittert, ich habe ein bisschen Adrenalin. Wir wissen noch nicht ganz genau, ob wir uns jetzt trauen, hier weiterzufahren. Wir warten mal noch einen Moment ab. Ja, falls die Mutti danach noch hinterherkommt. Da war nämlich ein kleiner, Oh, ein Junge. ja, also hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt so schnell hier einen Bären sehen. Himmel. Was machen wir jetzt? Der war nicht so weit weg auf jeden Fall. Nee, das war nicht so weit. Da vorne auf dem Weg kam er gerade eben aus den Büschen rausgehoppelt, hat uns gesehen und ist dann schnell abgedüst. Und ich bin erstmal gerade voll in die Eisen gegangen. Ich habe mich mega erschrocken. Ich bin Katrin fast hinten drauf gefahren. Und dann sah ich den Bär. Es hat einen Stress hier. Ich hatte lange nicht mehr so viel Adrenalin. Der Bär musste ja noch irgendwo in der Nähe sein. Wir hatten gelesen, dass man sich in Bärengebieten möglichst singend fortbewegen soll, um die Bären rechtzeitig auf sich aufmerksam zu machen. Damit hier nicht hoffentlich noch ein weiterer Bär raushoppelt. Aber hier sieht es schon so aus, als ob hier öfter mal Bären wären. Jetzt habe ich leider gerade keinen Text mehr parat. Aber es ist auch egal, Hauptsache man singt. Vielleicht brauchen wir noch bald ein Bärenglöckchen. Was denkst du denn? Unser Gesang war insofern effektiv, als dass er wahrscheinlich sämtliche Lebewesen im Umkreis von 5 Kilometern zur sofortigen Flucht veranlasste. Jedes Rascheln könnte doch ein Bär sein. Ich dachte eigentlich, es wären die Schlangen hier, die so gefährlich wären. Aber ich glaube, wir kriegen hier vielleicht ein größeres Problem. Ah. Okay. Wieso muss ich eigentlich immer ich singen? Du kannst auch mal singen. Ja, ich kann nicht richtig schön singen.
Was sagen wir zu der Situation? Ja, hätte ja alles nochmal gut gehen. Wir müssen nur überlegen, wie wir jetzt vorgehen, weil wir jetzt bestimmt noch 3 Stunden fahren und ich kann auf jeden Fall nicht die ganze Zeit singen und reden. Ja, 3 Stunden singen. Ich würde sagen, wir machen Schichten, jeder immer 1 Stunde. Okay, du fängst an. Ja, wir hatten schon Schiss. Immer wieder dieses Rascheln links und rechts des Wegrandes. Und leider gab es auch einige Beweisstücke, dass unsere Sorgen nicht ganz unbegründet waren. Die dampft noch. Ja. War vor kurzem hier, Monsieur Bär. Ja, dann sing mal weiter. Hallo, 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 lieber Bär. Wo bist du im Wald? Ich fürchte mich da sehr. Der Gedanke ließ mich nicht los. Wo würden wir heute Nacht denn schlafen? So, wir fahren jetzt rauf Richtung Alan-Hütte und hoffen, dass wir da schlafen können, drinnen. Ich muss sagen, dass ich nicht allzu scharf bin heute auf Zelten hier irgendwo. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Es gab einen weiteren Grund, warum ich nicht unbedingt zelten wollte. Auch in Montenegro hatten wir bereits in einem Bärengebiet gezeltet. Dabei hatte ich mir einen Scherz erlaubt. Ich hatte Jakob mit der Aufnahme eines brüllenden Grizzlybären geweckt. Ich dachte zuerst, das wäre lustig. Aber kurze Zeit später hat es mir schon ein bisschen leid getan. Und seitdem habe ich nur noch Angst vor der Retourkutsche. Ich glaube, mein Herz würde das nicht überleben. Am späten Nachmittag erreichten wir die Alan-Hütte. Das sieht doch richtig aus hier. Ich habe mich selten so gefreut, drinnen schlafen zu können. Unser Zimmer heute in der Alan-Hütte. Wir sind die einzigen Gäste. Und man sieht hier, wir haben uns für die obere Etage entschieden. Also ich schlafe da ganz rechts. Das heißt, was haben wir da? Präsident des Betriebsrats? Nee. Ach so, Präsident des Bierliebhabervereins. Ja, ich würde sagen, das passt. Hier gab es sogar Bierchen eben. Beim Abendessen in der kleinen Selbstversorgerhütte ließen wir den Tag und die Erlebnisse Revue passieren. Und waren schon gespannt, was uns morgen erwarten würde. Der nächste Morgen startete wie immer nach ausgiebigem Frühstück mit professionellem Taschenpacken. Kuh besamt? Ist besamt. Heute sollte es auf den Premutic Trail gehen. Im Bereich des Nationalparks nördlicher Velebit war der Trail für Mountainbiker gesperrt, sodass wir erst jetzt nach Verlassen des Nationalparks einen Weg zum Trail finden konnten. Und nu? Die erste Herausforderung war der Trail zum Trail. So, hier geht's jetzt hoch. Hinten sieht man schon ordentlich Brennnesseln. Aber ich glaube, sonst kommen wir nicht zu unserem Weg. Leider keine Wahl. Nach den Bären kommen jetzt wahrscheinlich die Schlangen. Mal ein bisschen hier vorbereiten. Ja, der Velebit ist voller giftiger Kreuz- und Hornottern. Sind wir da? Man hat den Style oder man hat ihn eben nicht, ne? Socken besonders hochzuziehen, soll in der Radfahrerszene ja ausgesprochen stylisch sein. Neben unserer sehr freien Interpretation konnten wir den Preis in der Kategorie elegante Formen der Fortbewegung auch nicht gerade gewinnen. Nach der kritischen Begegnung mit der Hornotter in Montenegro waren mir Geröll und hohes Gras ausgesprochen suspekt.
Jakob hatte mir geraten, beim Gehen zu stampfen, um durch die Vibrationen im Boden die Schlangen zu vertreiben. Ein guter Tipp, den ich, getreu dem Motto viel hilft viel, sehr beherzt umsetzte. 2 Schlangenbegegnungen später hatte die Stampfeinlage der Stärke 0,5 auf der Richterskala ein Ende, denn wir konnten endlich auch wieder aufsatteln. Ab durch die Schlangenbüsche. Nix, alles gut. Der Flow war zurück. Wir waren begeistert. Ganz so flowig blieb es leider nicht. Der Trail wurde immer ruppiger. Okay, hier geht's gerade wieder. Aber vielleicht sieht man so ein bisschen. Ist auf jeden Fall ganz schön ruppig hier. Ist nun mal halt auch ein Wanderweg. Aber manchmal zwischendrin kommen so ein paar größere Steine. Die sehen so scharf aus. Da denkt man, okay, jetzt muss man dann gleich Zahnseide verwenden, um den Reifen zu nähen. Der Trail wäre nicht schlecht gewesen. Für Bikes mit etwas mehr Federweg und etwas weniger Gepäck. So war es leider nur das mäßige Fahrvergnügen. Von den schönen Ausblicken auf die Küste bekamen wir nicht allzu viel mit. Der Trail verlangte uns technisch so einiges ab. Obwohl es tendenziell bergab ging, war es körperlich extrem anstrengend, da man ständig im Oberkörper arbeiten muss, um das beladene Bike unter Kontrolle zu halten. Hinzu kam die mentale Anstrengung, da man zu 100% konzentriert sein musste. Wir haben es lange mit Hop-on, Hop-off versucht, aber nach mehreren Stunden reichte es uns. Der letzte Abschnitt des Trails bot dann nochmal ein paar ganz besondere Herausforderungen. Hinzu kam ein am Nachmittag extrem auffrischender Wind, Müdigkeit und Hunger. Zeit für Krisensitzung am Wegesrand. Nachdem der Füllstand unserer Mägen wieder ein konstruktives Austauschen von Meinungen zuließ, entschieden wir uns, die Route für heute abzubrechen und uns einen Zeltplatz zu suchen. Der immer stärker werdende Wind machte das gar nicht so einfach. So, unser heutiger Zeltplatz. Wir haben uns verkrochen hier im Wald, weil es ist mega windig. Ich weiß nicht, ich hoffe hier, ich weiß nicht, man sieht, glaube ich, wie sich die Bäume bewegen. Es ist ein ultra krasser Sturm. Aber heute eigentlich schon den ganzen Tag. Und hier sind wir einigermaßen windgeschützt. Nicht besonders schön, aber praktisch. Der Wind wurde immer stärker. Doch das Zelt war mit ein paar extra Heringen gut fixiert. Und so ließen wir es uns nicht nehmen, am nahegelegenen Aussichtspunkt in den Sonnenuntergang zu fliegen. Sunset slowly dawning. I will see you in the morning. While the world starts slowly sleeping, I just sit here and believe in believing. The sky dresses up and dark blue. The horizon releases the moon and the stars.
I know that our dreams will come true. Am nächsten Morgen ließen wir es erstmal richtig entspannt angehen. Wir genossen, dass es etwas wärmer geworden war. Und außerdem mussten wir erstmal einen Plan machen, wie wir denn überhaupt weiterfahren würden. Guten Morgen. Es ist 10:35 Uhr. Wir liegen hier noch an unserem Zeltplatz, gerade in der Sonne. Heute ist es zum Glück etwas wärmer als gestern. Und die Windstärke hat, glaube ich, von 10 auf 9 nachgelassen. Also man könnte es schon nahezu als windstill bezeichnen. Und jetzt gucken wir gerade mal, wo wir heute hinfahren. Wir haben noch nicht so ganz den Plan. Wahrscheinlich fahren wir wieder Richtung Auto, weil der Paglenica Nationalpark ist eher so ein Klettergebiet. Und ja, das wollen wir vielleicht eher vermeiden. Und wie fahren wir? Wir fahren jetzt erstmal da hoch zu diesem Skikaff. Ski? Nee, wir fahren kein Ski. Achso, zu dem Cevapcici-Ort. Ja. Aufgrund der eher mäßigen Erfahrungen auf dem Premucic Trail entschieden wir uns, vor dem Paglenica Nationalpark abzudrehen, den Velebit zu überqueren und dann durchs Hinterland auf der Rückseite des Velebit-Kamms zurück in Richtung Auto zu fahren. Wenn wir denn nach zweitem und drittem Kaffee mal irgendwann in die Pötte kommen würden. 12:22 Uhr. Wir haben jetzt überlegt, wir fahren jetzt auch mal langsam los. Ein sehr entspannter Morgen heute. Muss aber auch mal sein. Kaffeetrödel-Modus trifft auf magische Cevapcici-Anziehungskräfte. 4 Kilometer gefahren, Zeit für Mittagessen. Nee, ich glaube keine 4 Kilometer. 3,4. 3,4, okay. Was gibt's heute? Cevapcici. Oder auch? Nach der kleinen Stärkung und einem weiteren Kaffee ging es dann auch endlich mal schön, los. ja. Für circa 3 Kilometer. Da wir da feststellten, dass wir in Cevapcici waren, vergessen hatten, unsere Wasserflaschen aufzufüllen. Zum Glück war auf der Karte in der Nähe eine Quelle eingezeichnet. Das ist eine Mikrofließgeschwindigkeit. Auf den ersten Blick stellt man sich Trinkwasser irgendwie anders vor. Läuft da oben noch irgendwo raus? Nee, Also müssen wir aus dem Tümpel nehmen. wir nehmen jetzt auf den Tümpel. Jakob war sehr optimistisch. Ich dagegen eher skeptisch. Erstmal ein bisschen die Algen zur Seite. Na, Algen sollen ja eigentlich auch sehr gesund sein, ne? Da war doch irgend so was ganz Gesundes drin. Ist ja auch. Aber bitte lass die Tierchen und Fische raus aus der Flasche. Während Jakob voller Elan das Quellwasser abfüllte, kreisten meine Gedanken um Durst, Inkubationszeiten und Brechdurchfall. Und? Ach krass, sieht ja gut aus eigentlich. Ja, das ist ja auch eine Quelle. Das kommt ja da unten rausgedrückt. Bloß halt zu der Jahreszeit nicht viel. Ja, 1A würde ich sagen. Mit frischem Quellwasser im Gepäck überquerten wir den Velebit-Kamm und waren dabei überrascht, dass wir teilweise sogar auf ausgeschilderten Mountainbike-Routen unterwegs waren. Die Route führte über weite Strecken durch dichten Laubwald. Wir müssen sagen, dass diese dichten Wälder in sattem Grün etwas waren, das wir vorher mit Kroatien so überhaupt nicht in Verbindung gebracht hatten. Die lange Abfahrt führte uns hinunter ins Tal auf der Rückseite des Velebit-Kamms und damit auch zurück in die Zivilisation. In dieser Region wird sehr viel Landwirtschaft betrieben. Vorbei an vielen Feldern rollten wir locker flockig auf einer Asphaltstraße dahin. Es hätte ein ziemlich entspannter Nachmittag werden können. Aber nein. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Aber wir schaffen Wanderurlaub mit Fahrrad
auch auf eigentlich asphaltierten Straßen. Kleines Straßenhindernis hier. Hier ist leider gerade ein kleiner Graben. Sieht ein bisschen schlecht aus hier. Also so kann ich ja nicht drüber springen, ne? Es wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, umzukehren und eine andere Strecke zu suchen. Graben Nummer 2. Und ich. Nächster Graben. Es folgten Graben Nummer 3 Freak. und Graben Nummer 4. Wir haben uns ja wieder eine super Strecke ausgesucht. Der ist auf jeden Fall, das ist ein blöder Graben. Aber stand auch nichts dran. Zumindest nicht auf Deutsch. Aber die haben alle so freundlich gelächelt, die uns entgegenkamen. Vielleicht wurden wir auch eher freundlich belächelt. So, da vorne kommt Graben Nummer 5. Ich hoffe nur, dass wir nicht gleich umkehren müssen und den ganzen Scheiß wieder zurück müssen. Und? Oder da waren tiefer. Spreizschrittgraben. Das ist ein Spreizschrittgraben. Hoffentlich bricht da mal keine Kante weg. Graben Nummer, ach du Scheiße, Nummer 7. Na okay, da müssen wir wohl runter, ne? Den müssen wir runter. Okay. Machen wir wieder wie eben. Wir dachten, das ist es gewesen. Doch es folgt sogleich Graben Nummer 8. Ja, so langsam stellten wir uns die Frage, warum können wir nicht einfach mal ganz normal Rad fahren? Der Vorteil war, keine anderen Menschen auf dieser Strecke. Und wir hatten schon einen hervorragenden Zeltspot ausgemacht. Kleine Inselbefahrung. Eine Halbinsel mitten im Stausee. Und in der Mitte ein kleines Floß. Und? Haben wir unsere Übernachtungsstätte gefunden? Ich glaube schon. Wir haben eine Insel. Es war nicht gut. Es war perfekt. Sitting on my bed, packing my bags, hoping that someone calls me back, planning my next trip on a map, alone and traveling round the world. And I would wish that someone asked me to stay, because I'm getting tired of walking away. My only destination is hope, and I'm missing home. And I love the adventures that I have. I'd just like to have a place to come back, a warm house of friends to tell them. Es gibt ja Tage, da machst du morgens das Zelt auf und merkst sofort einen sprunghaften Anstieg an Glückshormonen. Das Leben kann so schön sein. Traumhafte Ruhe, Frühstück am Strand. Was gibt's denn hier Feines? Morgenmeditation. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head says, get out and play, 'cause you never feel this way. It's my lucky day, it's my lucky day, it's my lucky day. Irgendwann war es dennoch Zeit aufzubrechen, bevor es noch zum Entspannungs- und Beauty-Urlaub wurde. Ich könnte jetzt super Werbung für irgend so eine Creme machen. Aber leider ist keine vorhanden. Du könntest super Werbung für Waschmittel machen. It's my lucky day, it's my
Wir waren nun bereits 4 Tage ohne Einkaufsgelegenheit unterwegs. Unsere Vorräte waren nahezu aufgebraucht. Auch der anfängliche Optimismus, irgendwo entlang der Strecke einen Supermarkt zu finden, schwand von Stunde zu Stunde dahin. Am Ende ging es dann doch an die Notfallvorräte. Was gibt's denn heute hier? Zwieback. Sieht ja begeistert aus. Schmeckt? Tomatencreme. Das ist Pizza Bikepacking Edition. Wilder Käse. Doch zum Glück war es zum Auto nicht mehr allzu weit. Um den Wellebed in Richtung Küste zu überqueren, mussten wir aber noch einmal durch den Nationalpark Nördlicher Wellebed. Ich bin einfach fröhlich. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ein kleiner. Bär. Bisher kam noch keiner. Ich glaube, wir sind zurück im Bärengebiet. Das war bestimmt ein Bärencontainer eben. Nee, ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall nicht so Pumbär oder sowas. Ich würde sagen, das ist schon ein ganz schön dicker Oschi. Guck mal, der da. Das ist so typisch. Sieht aus wie von Menschen. Ja, wie so ein Yeti. Die letzten Kilometer durch den Nationalpark waren wir auffällig schnell unterwegs. Wir können mal ausmachen, wer jetzt immer hier zuerst um die Kurven fährt. Einer muss sich opfern. Eine weitere Bärenbegegnung gab es zum Glück nicht. Dennoch stellte sich eine Art Entspannung ein, als wir den Nationalpark verlassen hatten. Nun ging es nur noch bergab, zurück zum Meer. Last Downhill für diesen Urlaub. Runter zum Meer. Eine Tour kann kaum besser enden, als mit einer langen Abfahrt, mit traumhaftem Blick auf die Küste. 5 Tage waren wir unterwegs gewesen, spontan, ohne viel Planung. Die Strecke war sicher nicht optimal gewesen, also nicht so optimal wie sonst. Aber wir hatten eine Seite von einem Land kennengelernt, fernab von Ferienapartments und Wohnmobilschlangen. Eine, die uns überrascht hat. Eine sehr wilde Seite.